So eine Stunde Verspätung? Immer dieselbe Dreiviertelstunde wegen der einen Brücke südlich von Kairo. Und fahren morgen jetzt nach Abu Simbel und danach nehmen wir das Tempo raus. Gerade hier angekommen in Aswan, greife ich mir in die Hosentasche, Handy weg. Wie ein Wilder wieder zurück durch den Bahnhof in den Zug rein, mit dem Reinigungspersonal nochmal gesucht, nichts gefunden, ziemlich deprimiert wieder zurück. Steht einer auf der Treppe, der mich da hat rumrennen sehen, hält mein Telefon hoch und fragt, ist es das, was du suchst? Und gibt mir mein Telefon wieder. Das Highlight des Morgens. Die Sonne geht über der Wüste auf. Dafür haben wir alle gehalten. Durch den Bau vom Aswan-Staudamm ist der Nasser-See entstanden und Abu Simbel liegt heute unter Wasser. Deswegen hat man das komplett abgebaut und am Ufer wieder aufgebaut. Sehr merkwürdig. Die essen hier das typisch usbekische Brot. Kein Tag, an dem man nicht nach dem Aufstehen schon wieder beschissen wird. Einmal? Wie oft war das heute schon? Dreimal? Ich glaube 3-mal, ja. Wir sind auch gar nicht weit gekommen und haben viele Umwege gemacht, um dem zu entgehen. Wir fahren jetzt auf die andere Seite vom Nil in ein nubisches Dorf und wir waren im Nubischen Museum und da hieß es, dass die Nubier bekannt sind für ihre Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Dafür gab es nämlich sogar eine eigene Göttin. Da gab es richtig Ärger, wenn dagegen verstoßen hast. Wir schauen mal, ob das noch so ist. Wir sind in einem nubischen Homestay und das Allerbeste, abgesehen von unserem Zimmer, ist die Dachterrasse. Und hier oben sitzt man schön im Wind. Ägypter essen Tauben und deswegen sind auf vielen Häusern Taubenschläge drauf. Wir sitzen unterm Mangobaum und warten auf unsere Felucca. Und auf der Felucca, das ist ein kleines Segelboot ohne Motorantrieb, werden wir die nächsten 3 Tage und 2 Nächte den Nil hinuntersegeln. Mal gucken, wie weit wir kommen. Genau. Je nach Strömung und Windverhältnisse kommen wir vielleicht so 40 Kilometer weit.
Kreuzfahrtschiffe. Wir sind bei 26. Wir sind mittlerweile bei über 50 Kreuzfahrtschiffen, die hier dröhnen durch die Nacht auf dem Nil fahren. Bis 12:30 heute Nacht soll das so weitergehen. Und diese ganzen Kreuzfahrtschiffe hinterlassen so eine richtige Dunstglocke von Abgasen über dem Nil. Jedes einzelne. Das da vorne ist der Schlepper für dieses Boot da hinten, was als Segeltörn verkauft wird, aber nicht segelt, weil es den straffen Zeitplan sonst nicht einhalten kann. Zwei Nächte, 3 Tage auf der Felucca und jetzt geht's mit dem Tuk-Tuk weiter. So, Tickets für den nächsten Zug sind ausgebucht, aber wir sollen trotzdem einsteigen und im Zug nachlösen. Mal gucken, wie das wird. Ich soll sagen, das Nachlösen hat geklappt. Und kein extra Preis, keine Strafe wegen ohne Ticket in den Zug steigen oder so. Und wirklich von Bahnhof zu Bahnhof. Wir haben ja schon für Strecken bezahlen müssen, bei denen wir vorher ausgestiegen sind. Ja. Hallihallo. Wir fliegen jetzt nach Sharm el-Sheikh, nehmen ein Taxi nach Dahab. Und Auf die Sinai-Halbinsel, für die nicht ganz so versiert in der Geografie. und Dahab soll sich eher anfühlen wie Israel und nicht wie dieses, wir nennen keine Schimpfwörter Ägypten.